Okay. Ups. Action-Button drücken. So, man muss jetzt natürlich aufpassen. Erstmal, man hat nur 7 Minuten Zeit. Wir haben den Timer hier. Gleichzeitig sehen wir diese ganzen Punkte auf der Karte, die leuchten. Das sind alles Leute, die uns sehen können. Und sobald uns einer sieht, sehen uns alle. Das ist nicht gut. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it Muss jetzt natürlich aufpassen. and our Ray that will accomplish this. Wobei, ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn einer uns sieht. Dann passiert nämlich das hier. Dann sehen ich nämlich alle. Dann findet dich ab und dann ist Game Over. Eigentlich habe ich jetzt nicht verstanden, normalerweise zoomt die Kamera nicht rein. Normalerweise klappen überall auf den Köpfen diese Rufzeichen auf. Oh shit, ich muss nicht, dass ich wieder auf einer Leiter aus anfange. Scheiße. Ja gut. Aber ja, man darf uns nicht entdecken, das ist ganz wichtig. Ach lol, sehe ich das gerade richtig? Der Typ hier hat nur eine Boxershot an. Da, der hier. Ja. Warte mal, das kann ich so nicht zulassen. Kann ich zoomen? Ah. Davon machen wir ein Foto. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Oh, das wollte ich ruhig, das wollte ich eigentlich nicht. Vergessen, dass wenn ich im Laufen X drücke. Ah shit, die bewegen sich. Ja, ja. Warum überhaupt sowas machen? Das ist voll dumm. Haben wir hier einen Boxershot-Typ? Nee, scheint nicht so. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development. But it cannot be more different in nature from the navies. Ja, läuft gut. Läuft richtig gut. Wie in jedem guten alten Spiel 3-mal. Das ist der dritte Raum. Sorry für das Geräusch. Ich musste meine mein Mic schieben. Und da haben wir auch schon den neuen Metal Gear. Der meiner Meinung nach schon echt cool aussieht. Hat so ein, wie mir schon gesagt wurde, so eine Amphibie. Hat den wunderschönen Namen Metal Gear Ray. Nicht mehr Metal Gear Rex. Metal Gear. Und er sieht schon sehr cool aus. So, hier haben wir den PC. Dann kann man die Bilder reintun, die man gemacht hat. Richtig schön oldschool noch. Kann man aus irgendwelchen Gründen leider nicht überspringen, warum auch immer. Ach lol, da stand gerade Police Notes Scott. Das ist witzig. Wie ich ja schon bei Metal Gear Solid 1 gesagt habe, Police Notes war eines der Spiele von Kojima.
Sogar noch mit dem Booten, Alter. Leute. Da, das sind unsere wunderschönen Fotos, die wir bis jetzt gemacht haben. So, Ja, any das ist süß. codec moments from you, Snake? Okay, first up. Sorry, but this doesn't work. I hate to ask. Ja, okay. Wir brauchen 4 Aufnahmen. Die eine von vorne, rechts, frontal von eine Aufnahme vom Logo. Ja. Gut. Okay, dann gucken wir mal. But I promise you that they will not succeed. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Hör mal auf zu stretchen, Alter. Down. Front. Also eine von vorne. Ach shit. Ach, Kacke. Jetzt bin ich durch die Tür gegangen. Das wollte ich nicht. Eine von vorne hat er gesagt. Das heißt, eigentlich müsste dann das hier schon reichen, maybe. Ach nein. Wie komme ich hier zurück so? Sorry. Gut, eine haben wir schon mal. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep Ich muss da hoch, aber wie komme ich denn nochmal hoch? Ich habe leider keine Dings mehr, ne? Aber vielleicht. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy. Okay, Achso, oh, ich darf ihn ja nicht töten. Snake! Snake! Ja, okay, verstehe. It is a fact that players in favor of such Wie mache ich denn das denn am besten? policy are attempting to Ich weiß derail nicht, wie our ich own die Ray project, Dingse. but I promise you that they will not succeed. Ja, You must be tense. okay, befreit sich. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Left. Okay, das sollte reichen, auch wenn es gerade doof war. Right. Kann ich dann... Ist das eine Leiter? Scheiße, ich kann da gar nicht hoch, ne? Wie dumm. Wie komme ich da denn nochmal hoch, Alter? Getting back to the topic at hand. Ich weiß, dass man hier hoch kann. Wenn man... Achso, oh nee, muss man gar nicht. Ach ja, ich bin It is dumm. my greatest Muss man wish gar nicht. never to have So, hier jetzt die Kamera so. her children experience the Nee. horror of nuclear war. Hier rüber. As a father, I want Dann to haben wir make hier a schon mal better die world for Nahaufnahme. future generations. Ein Stückchen raus. I know that. So, und jetzt... Ja. Jetzt... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Shit. Okay, das war ein bisschen zu langsam. Aber ich weiß jetzt, wie es möglich ist. Snake! Ich würde sagen, hin, schnell die 2 Fotos machen und auf die andere Seite It's a hin. fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Ich finde es witzig, dass halt keiner merkt. So, schnell ein Foto machen. You must be tense. Okay, das soll reichen. Ist er jetzt vom Marine-Logo und von Dings. Down. Hallo? So. Right. Jetzt kommt das Bild von rechts. Front. Nochmal. So. Und jetzt von hinten. Getting back to the topic at hand. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the Also horror. er hat gar nichts merkt, ne, dass ich hier stehe. Aber ist gut As a für mich. father, I Finde ich want to gut. leave a better world for the So. future generation. Sollte jetzt geklappt haben.
Okay. Das erste, okay, das bringt eine tolle Vorderansicht. Ist gut. Das nächste, aber ich glaube nicht, dass wir das verwenden. Ja, das ist okay. Du bist ein guter Fotograf, wir können dieses Bild von links definitiv. Ach, das war auch von links. Fantastisches Logo Marines deutlich zu erkennen. Das nächste ist, du hast schon ein gutes von zeitlichen Logo gemacht. Mal sehen, wie das letzte aussieht. Wir benötigen nur ein gutes Foto von dem Logo. Ich habe die Fotos von links, von vorne und das mit dem Logo. Es fehlt nur noch eins von rechts. Okay, das heißt dann wahrscheinlich von hier oder wie? No, that is my duty. Metal Gear Ray. Gut. Dann haben wir es. Unlike the armies, Ich dachte von rechts ist wirklich, dass ich rechts stehen muss und nicht einfach nur so schräg rechts, aber gut. Weniger Arbeit für mich. Das gefällt mir. Dass dich keiner bemerkt, obwohl du in einem Raum bist mit so 20 Leuten. Ja, noch davor schon, ne? Da waren ja auch gefühlt. Ich war jetzt in 3 Räumen mit 20 Leuten. Okay. So, perfekt. Wir haben alle Bilder. Nice. we the Marines will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the? Wer hat diesen Cowboy Gift eingeladen? of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Da ist er. Den kennen wir von früher. Italo-Western-Trophäe freigeschaltet. Geil. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Ja, Snake denkt sich, oh shit, was passiert hier gerade? Das war nicht, das war nicht gedacht. Man fragt sich halt schon so, wie die zwei da unbemerkt reingekommen sind. Das ganze Schiff ist voller Marine-Soldaten. Nobody move. Understood. Wobei man da auch sagen muss, dass das ganze Schiff ist unten voller Marine-Soldaten. Oben ist halt niemand. Außer die Russen. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Ach ja. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America.
Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Ja, das ist halt der geborene Schauspieler. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Ich hab schon Pensionierung, die Penisionierung gelesen. War ganz ein bisschen verwirrt. Ach ja, der gute alte Ocelot. Ja, kommt noch. Das kommt noch. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ocelot. Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der ist dann 60. Nee, 60er nicht. Ich glaube 70ern, 80ern. Eher 70er dann. Oh no, was passiert denn mit seiner Hand? Beziehungsweise mit seinem Arm? By the way, er hatte ja einen Arm und eine Hand verloren. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Crazy. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies.
But I live on through this arm. Ja. Ja gut, nicht nur das, anscheinend hat er ja jetzt dadurch auch so Persönlichkeitsprobleme, so ein bisschen. Ach, wenn es hart auf hart kommt, nimmst du auch einen C von dem Toten. Wenn du gerade den C brauchst, um das Gleichgewicht zu halten, dann nimmst du auch den. Ja, das habe ich jetzt überlesen. Ach, Metal Race stand auch mega gut. Ich bin immer so, mal so, mal so. Manchmal habe ich Bock auf, oder finde ich Rex cooler vom Design und manchmal finde ich Ray einfach cooler. Also beide richtig nice. Ich finde es geil, wie man sieht, seine Kollegen schießen so richtig viel Magazin mit den Sturmgewehren auf diese Maschine und man stellt sich dann so hin und denkt, okay komm, ich baller mit meiner Handfeuerwaffe, vielleicht hilft. Vielleicht ist das jetzt der ausschlaggebende Punkt, meine Pistole. Oh nein. Oh, sorry fürs Gehen. Oh nein. Ist halt krass, ne? Dieses Spiel und auch die anderen Metal Gear Solid Spiele, die haben teilweise so lange Cutscenes, was halt auch cool ist, aber man muss immer aufpassen, wenn man das zu spät spielt, dass man ein bisschen schläfrig wird. Und ja, wie man sehen kann, Amphibie, der gute Ray kann auch so. Guck, das sieht auch so cool aus. Er ist richtig cool, der ist beweglicher, der ist schneller, der kann schwimmen. Er ist mega. Er hat aus irgendeinem Grund einen Schwanz, so braucht keiner, aber es ist Stilmittel. No problems. Proceeding as planned, sir.
Ja, gut. Und das war's mit der Tanker-Mission. At the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Ach ja, ich hoffe, wenn ich dann gleich Pause mache zwischen beiden Spielen, dass es bei mir sich einpendelt mit OBS. Ansonsten müsste ich vielleicht echt den Stream neu starten. Ja. Aber gut, Otacon hat Snake gerufen. Das bedeutet eigentlich ja nie was Gutes. Normalerweise schreit Otacon das nur, wenn man als Snake gestorben ist. So, 1 Stunde 29 für die Tanker-Mission. Das ist okay. Kann man machen. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer und Atombomben, Produkte des Zweiten Weltkriegs, haben sich gemeinsam entwickelt. Informationszeitalter Menschen. Okay. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Wir gucken uns noch die Cutscenes zu Ende an und dann würde ich sagen, switchen wir mal zu Baldur's Gate. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Damit beim Gucken nicht derselbe Gedanke kommt wie mir damals. Ich dachte damals, okay, das ist jetzt ein Part und nach der Mission geht es weiter woanders hin. Aber das ganze Spiel findet jetzt auf dieser Shell statt, nur damit du Bescheid weißt. There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Das klingt ja alles nicht so geil, ey. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution.
You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to. Das sind so ganz wichtige Informationen, die man bis jetzt nicht bewusste. Also gut, dass der Colonel, okay, der Colonel ist wieder zurück, by the way. Dass der Colonel so sagt. There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. So, ich werde noch schnell zu diesem Fahrstuhl gehen, damit hochfahren. Oh, da war was. Interessant. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian made. Schon wieder diese Russen, ey. Grlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They've become a band of mercenaries, an army without a country. Ja, Shadow Moses ist halt bei Metal Gear Solid 1 die Base Shadow Moses, also generell das Ding ist Shadow Moses Island. Was du da wieder denkst, ne, ich will es gar nicht wissen, ey. Oh, oh, wie war denn das? Der sah ja ein bisschen bekannt aus, der Typ. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber irgendwie. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? Oh Gott, weiß einfach gar nichts. Useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map. Ja, ein bisschen. To reference points collected Ist halt noch ein Junger, ne? GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access?
Just push the action button in front of the node. Das Problem ist halt dadurch, dass es so... The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Das Problem ist dadurch, dass man Tanke überspringen kann und straight mit Plan startet, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ey, wir müssen nochmal so ein Tutorial einführen, um nochmal alles zu erklären. You won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Ja, ist natürlich eine Erklärung, warum man nicht, warum man keine fremden Waffen finden, beziehungsweise die Waffen, die sie liegen lassen, warum man die nicht benutzen kann. Ist natürlich, ja, plausibel, nicht plausibel, ja, kann man so gelten lassen. Guti, wir haben uns eingeloggt. Der Codename ist Hideo. Entered. Birthday ist der 2.4. Oh, warte, wir müssen mal was gucken hier. Ja, okay, der 2.4. Und das Land ist Ghana. Nein. Wenn da Germany steht, muss ich zu A. Okay, ich bin den falschen Weg gegangen, ich bin Idiot. Sie haben Austria. Jetzt hätte ich aber gelacht, wenn sie das nicht haben. So, Blood ist an, Realtime, Cutscenes, Fullscreen, Caption on, ja. Wir lassen alles so. Gut. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dot... Ja, okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr geben. Es tut mir... Oh, ja. Zum Kontext, das ist eine Frau. Jetzt reden die nicht mehr. Es tut mir leid, aber jetzt muss ich das vorlesen, weil... Ja. Was geht hier vor? Jack, ich bin an diesem Einsatz beteiligt. Oberst, was zum Teufel? Oberst, was zum Teufel geht hier vor? Darf ich vorstellen, die Analystin, sie wird die Daten überwachen. Ach ja, Raidens Name ist Jack. Überwachen und dich unterstützen. Warum sie? Eigentlich sollte die Foxhound-Analystin an diesem Einsatz teilnehmen. Aber sie hatte einen Unfall. Rosemary ersetzt sie. Unfall? Und den Akten zufolge kennt sie dich besser als jeder andere. Rose ist zwar Soldatin, aber der Nachrichtenanalyst ist etwas anderes als ein Stabsoffizier. Keine Sorge, unser technisches Personal steht ihr zur Verfügung. Sie hat noch nie an einem Einsatz teilgenommen. Das ist Wahnsinn. Ich habe meine Gründe, warum ich gerade sie gewählt habe. Oberst, ich verstehe nicht. Ich kenne deine Leistung beim VR-Training in- und auswendig, aber manchmal reicht es einfach nicht. Du hast von Shadow Moses gehört? War Teil meines VR-Trainings. Wenn wir eine Lehre aus diesem Fall gezogen haben, dann die, dass der Überlebenswille Unmögliches möglich macht. Ich wurde zum Kämpfen ausgebildet. Meine Gefühle spielen beim Einsatz keine Rolle. Die Erfahrung hat uns etwas anderes gelehrt. Im Feld braucht man jede Hilfe, die man bekommen kann. Jack, ich mache mit, ob es dir passt oder nicht. Rose, du brauchst jemanden, der deinen Rücken deckt. Aber ich stelle Bedingungen. Oh, ich stelle Bedingungen, Oberst. Die wären? Ich tue meine Arbeit und speichere die Einsatzdaten. Aber technisch gesehen gehöre ich nicht zum Einsatzkontrolltrupp. Schließlich bin ich nur ein einfaches Mädchen, das sich so anmacht. Das heißt aber auch, dass ich ihren Befehlen außerhalb meines Aufgabenbereichs nicht Folgen leisten muss.
Für mich ist Jack nicht irgendein Soldat, den ich beobachte. Seine Sicherheit hat Vorrang, nicht der Einsatz. Und darum werde ich den gesamten Funkverkehr mit Jack überwachen und aufzeichnen, Oberst. Unter den gegebenen Umständen kannst du tun, was du für richtig hältst. Mir ist das lieber als Ungewissheit und Abwarten. Eine Bitte. Natürlich. Sein Name ist Raiden. Könntest du ihn für die Dauer des Einsatzes so nennen? Jawohl. Okay, Raiden. Sag Bescheid, wenn du speichern willst. Die spezielle Speicherfrequenz lautet 140,96. Ich habe soeben die Frequenz geändert. Jack? Ja? Weißt du, was morgen für ein Tag ist? Oh Gott, es dauert so lange. Der 30. April. Der 30. April, was ist damit? Weißt du es nicht? Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Na, ich werde es versuchen, bis ich die Antwort höre. Ich mache jetzt Schluss, Jack. Pass auf dich auf. Ach, Gott sei Dank, Alter. Ja. So, kann man jetzt hier drücken. Oh shit. Digga, wie oft wird hier angerufen? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ja, okay, ich hab's richtig hardcore geschafft, mal auf Zeit zu bleiben, Alter. Nein, ach komm. Sind die dumm? So, geschafft, Fahrstuhl hoch, speichern, fertig. Das war's für heute. Das Ende war jetzt noch ein bisschen doof, aber was soll man machen? So, ich liebe diese Position, die er jetzt einnimmt. Guckt euch diese geile Position an. Die ist so... Da. Die ist doch so mega. The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Ja. Right, but he can't be Da ist er. the Solid Unser neuer Main Character. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. So, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich speichere jetzt und dann war's das. Mit dem guten Metal Gear Solid 2. Ja, wie gesagt, das ist unser neuer... What's up, Jack? Ich möchte nur speichern, nicht reden, einfach nur speichern. So, es gibt kein krasses Tralala und Tralali. Lass mich einfach nur speichern und fertig. Jack, do you remember what day tomorrow is? Nein. Again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It Ich has wollte to do nur with Solid speichern. Snake. The Einfach leader nur of this speichern. takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something.
Das ist by the way auch der Grund, warum, wenn du mit allen Cutscenes und allen Dialogen guckst, dauert das Spiel so 9 bis 10 Stunden. Wenn du ohne Cutscenes guckst und einfach durchrennst, hast du so in 2 Stunden fertig das Spiel. Ist wirklich so. Aber gut, wir haben jetzt diese Rose, ne, als Speicherfrau, die Dinge fragt wie, weißt du, was morgen für ein Tag ist? Und dann sagst du, nee, sagt sie, okay, ich sag's dir auch nicht, musst du selber rausfinden, haha. Mäßig. Richtig schlimm, aber egal. Gut. Das war's mit Metal Gear Solid 2 für heute. Ich gucke, dass wir morgen dann weitermachen. Beziehungsweise, dass es dann gut geht. Upload-mäßig auf YouTube wird es natürlich jetzt auch ein bisschen anders laufen als sonst, aber das ist alles jetzt erstmal egal. Ich gehe jetzt kurz in den Break und dann spiele ich nochmal so ein Stündchen, ja, so ein Stündchen 1,30 spiele ich dann nochmal Baldur's Gate 3 und ja, das wird funny. Dann hören wir uns gleich, sehen wir uns gleich. Bis gleich.